Leute, ich bin Amazing Ace und heiße euch auf meinem Kanal willkommen. Heute berichte ich euch über den Mondo Skeletor in der normalen Variante. Letztes Mal habe ich den He-Man vorgestellt, auch in der normalen Variante. Die Figuren, so wie hier jetzt Skeletor, konntet ihr 2018 vorbestellen. Im ersten Quartal 2019, meine ich, war die Auslieferung und die Exklusivvarianten waren wieder schnell ausverkauft. Die Exklusivvariante von Skeletor kostete damals bei Mondo $165, also $5 mehr als die Normalvariante, und war bis zum 27. November dort bestellbar. Heutzutage könnt ihr den Skeletor nur noch über diverse Plattformen bekommen. Ihr wisst schon, welche ich meine. Dort sind die Preise aber mehr als horrend und unverschämt. Aber wenn ihr ein bisschen guckt und Glück habt, auch in den ganzen Comicläden gibt es vielleicht noch Restbestände. Ich habe meinen in Wien bekommen für 279 Euro, was schon eine Stange Geld ist. Aber ich wollte ihn unbedingt haben und auch euch natürlich präsentieren. Übrigens noch als kleinen Zusatz für die, die nicht so involviert sind, der Cosmic Key, der dabei ist bei der Exklusivvariante, basiert natürlich auf dem Film von 1987. Wenn wir die ganze Box mal einmal umdrehen, ihr seht schon die ganzen Details von der Vintage Snake Mountain. Hinten einmal komplett mit der Schlange und auch in den typischen Farben. Cooles Artwork haben sie super gemacht. Wenn wir das Ganze nun einmal befreien, seht ihr, kommt Skeletor zum Vorschein. Ihr habt auch hier wie bei He-Man das Kreuz in super lila Farben, so wie wir es kennen von Skeletor. Wenn wir die Box einmal drehen, sehen wir ein super Artwork in schön grellen, bunten Farben gehalten. Die Box lässt sich auf der rechten Seite öffnen über die bekannten Magnete. Drin haben wir einmal die Figur in der Fensterbox. Diese jetzt mal wieder grell scheint, aber den holen wir so schnell raus, wie es geht. Auf der linken Seite seht ihr dann nochmal ein Artwork, auch hier passend zur Figur, in den lila Farben gehalten und die passende Biografie zu Skeletor. Damit ihr es einmal besser seht, das ist in der Verpackung. Hier seht ihr, wie er verpackt ist. Wir haben hier 3 Lagen. Das seht ihr jetzt natürlich nicht, aber alles hat seinen Platz. Die Figur ist ca. 30 cm hoch. Und auch hier haben wir eine Breite von ca. 11 cm. Wir haben hier ein Gewicht von exakt 557 Gramm. Auch hier habt ihr wirklich was in der Hand. Schwere Qualität, einfach top. So, hier ist er in seiner vollen Pracht. Auch ich muss gestehen, wie auch in den Foren diskutiert wird, als ich ihn das erste Mal gesehen hatte bei der Präsentation, fand ich ihn total hässlich. Das ganze Gesamtbild schien mir nicht stimmig, die Proportion, alles hat mir irgendwie nicht gepasst. Es liegt aber daran, dass wir oder viele noch die Vintage-Variante oder die anderen Varianten, die davor kamen, im Kopf haben. Ja, und dann vergleichen wir damit natürlich. Ich kann euch aber sagen, sobald ihr euch dafür entscheidet oder ihn mal wirklich live in der Hand hattet, ändert sich das Bild. Also von Mal zu Mal finde ich ihn schöner. Vorher fand ich auch, dass der Kopf einfach zu lang ist. Aber es ist toll, ihn zu haben. Es ist toll, wenn man ihn anfasst. Die ganze Haptik ist einfach super bei den Figuren. Und ich finde ihn bei der Skeletor-Variante noch viel besser als beim He-Man. Die ganze Farbbemalung ist in dem bekannten Blau mit ganz leichten Applikationen von Lila gehalten. Sein Lendenschutz auch aus diesem Kunstledermaterial. Wahrscheinlich ist es einfach nur Gummi.
Ist aber schön gemacht. Auch hier oben wirklich einfach super gemacht. Der Kopf lässt sich drehen, leicht nach vorne und hinten. Und das Coole hierbei, Leute, ist, er kann seinen Mund bewegen. Also richtig cool. Cool gemacht. Und die Qualität vom Anfassen ist, muss man einfach sagen, nochmal richtig toll. Vom Stehen her ist es auch super. Gibt es kein Problem. Die Beweglichkeit am Anfang ist sehr stabil. Ihr müsst da ein bisschen Kraft aufwenden, was ich persönlich aber sehr gut finde. Und das ist nicht labberig. Die Füße sind beweglich, ganz leicht. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ganz leicht auch zur Seite, vorne und hinten. Das ist alles stabil, alles top. Die Beine, das alles sitzt sehr gut. Kommen wir zu dem ganzen Zubehör, was er dabei hat. Wie gesagt, ist das nicht die Exclusive-Variante, sonst wäre der Cosmic Key dabei. Aber es ist dabei der Widderstab. Und ich sage euch, Leute, der ist großartig. Ihr habt die Hände. Im Ganzen habt ihr 3 Paar, mit denen ihr ja schon hat. Offene Hände, die Greifhände. Dann ist hier bei Relay, den man aus der Cartoon-Serie kennt. Warum er jetzt bei Skeletor dabei ist, weiß ich auch nicht. Der Herr des Bösen und hier so einen freundlichen. Aber es ist trotzdem, ist auch top verarbeitet. Ihr könnt den Kopf hier drehen. Ist schon cool gemacht. Seine Axt, ja, oben mit der großen Perle. Auch hier, guckt euch mal die Verarbeitung an. Sieht man gut in der Kamera. Super Bemalung. Dann seine Schwertscheide mit den Clips zum Festmachen an die Rüstung. Sein Schwert, das gleiche wie He-Man, allerdings bei ihm natürlich am Ende mit dem Widder. Wenn ihr das Schwert reinsteckt, hier drin scheint, sieht man jetzt nicht, ist es auf jeden Fall weich, also scheint Samt oder sonstiges drin zu sein, damit ihr die Bemalung nicht abreibt. Also hat Mondo auch daran gedacht, was ich super finde. Das Knochenschwert, das kleine, auch super gemacht. Unten Knochen, an der Seite Knochen und auch die Bemalung ist hier auch top. Ja, und wie bei allen Mondo-Figuren von unten der Ständer mit dem bekannten Auszug, so dass ihr die Höhe variieren könnt. So, dann stellen wir ihn mal in Pose. Hier seht ihr dann mal mit der Axt, dem Knochenschwert und hinten seinem Schwert an der Rüstung dran. Ich zeige euch mal was, worauf ihr noch aufpassen müsst. Das wird ja hinten so eingehakt. Und zwar habt ihr hier diese Clips. Aber das ist schon ein bisschen filigran. Ihr müsst aufpassen. Auch bei den Waffen. Also wenn euch das aus einer großen Höhe, relativ großen Höhe blöd aufkommt, wird es brechen. Das sage ich schon mal vorab. Nicht, dass ihr denkt, es ist Minderqualität, aber es ist trotzdem nichtsdestotrotz zerbrechlich. Hier mal die Pose mit offenen Händen, die ich wirklich großartig finde. Hier mal mit seinem Havoc-Stab, mit dem Widderstab. Einfach cool. Ihr müsst allerdings, was ich dazu sagen muss, es ist manchmal ein bisschen tricky, die Posen zu stellen. Manchmal gehen halt die Hände dann wieder ab. Also da müsst ihr ein bisschen üben, ein bisschen fummeln. Ja, nicht verzweifeln. Das wird schon. Am Anfang ist es so, gerade diese Hände, die Greifhände, bedingt durch Skeletors Nägel, ist man am Anfang sehr, sehr vorsichtig. Aber ich kann euch beruhigen, biegt den Daumen auf, setzt dann die Waffen ein und dann hält das Ganze fantastisch. Ihr reißt da nichts ab oder sonstiges. So Leute,
Nun ist Vergleichszeit. Ich habe mal den Ultimate Skeletor 2.0 aus der Filmation-Reihe von Super 7 dazu gepackt. Den Skeletor aus der Klassik-Serie. Und ihr seht, Mondo hat seine eigene Interpretation, die ich persönlich aber für sehr, sehr gut halte. Das war's dann zu Skeletor. Über ein Like und ein Abo würde ich mich freuen. Auch über Kommentare. Was haltet ihr von dem Mondo Skeletor? Gefällt er euch nicht? Und nächste Mal werde ich euch über Scareglow berichten. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.